네, 안녕하세요. 유로킨입니다. 오늘은 제가 모나코에 있는 엘케라는 친구를 데리고 우리가 얘기를 할 건데 무슨 얘기를 할 거냐 기대해 주시고요. 네, 보시겠습니다. 또 뭐래? 혼자 두면 큰일 난다고. 뭐야? 내가 어린애야? 못 믿는 거지 너를 사고 칠까봐. 지나가는 길에 보인 And I'm here. Hallo, guten Tag, Elke. Hi. Ja, hallo. Da freue ich mich, dich hier so, das für Eurokin. Du hast mir ja empfohlen, den Crash Landing on You. Das heißt auf Koreanisch ist 사랑의 불시착. Sarang heißt Oh, die, das kann ich nicht mal nachsprechen. der Sarang ist die Liebe und Bulshitag ist landet plötzlich irgendwo falscher Platz. So, Okay. das ist Crash Landing on You. Du hast ja mir empfohlen und wie ist das gekommen, dass du diese Serie angeschaut hast? Das war ja während der Corona-Krise, während der Quarantäne. Mhm. Und da habe ich irgendwie eine Zeitung gelesen. Ich glaube, das war im Spiegel, im Nachrichtenmagazin online. Und dann hat er da so ein paar empfohlen. Und da war unter anderem also das Crash Landing on You war auch dabei. Und da habe ich mir gedacht, oh ja, südkoreanisch habe ich noch nie was gesehen. Das muss ich jetzt mal angucken. Okay. Und konntest du direkt dann diesem Serie folgen? War interessant, so erstes Stück oder wie war das denn? Interessant, weil, sag mal, wenn man normalerweise die amerikanischen Serien da sieht, ist es doch sehr anders. Und dann, also dieser Gegensatz, also auf der einen Seite Südkorea und auf der anderen Seite halt Nordkorea, das fand ich schon auch so sehr interessant. Okay. Und was ist für dich am besten gefallen? Welche Szene? Was Ja. mir gut gefallen hat, das war, also einmal da in Nordkorea, Mhm. diese Frauen da, die Frauen, die, sag ich mal, so ihren Club da hatten und die da zusammen da immer gearbeitet haben. Ja, das fand ich irgendwie sehr nett. Und dann die Szene wie sie in Südkorea dann plötzlich alle Frauen Computer spielen Ja. und Computerspiele spielen, das fand ich auch sehr nett. Ja, das ist wirklich Kontrastprogramm. Ja, das war, Hm. Wann hast du schon Ende geguckt? Schon lange her, oder? das ist schon ein paar Wochen wieder her, ja. Ach so. Beim Kimchi, ich weiß gar nicht, ob das Kimchi-Ernte war oder sowas, Kimchi machen zusammen, wie ja. wir da zusammenarbeiten. Ja, das war auch ganz nett, ja. Oder beim Fischen auch. Ich glaube, da war auch eine Szene mit irgendwie Fische auseinandernehmen oder sowas. Also, dass alles so ein bisschen in der Gruppe stattfindet. Das hast du ja hier auch nicht. Ja. Nee. Was wirklich für mich auch was ganz neu ist, das war, dass dann zum Beispiel die Nordkorea die speziell Autonummer hat. Und wenn diese Okay. Autonummer auftaucht, Ach so, wenn die auf der Straße Oh. dann fahren. genau, hohe Position der Politiker und der Polizei, sie hat einfach Ja. voll gelassen. Das war für mich echt, also ganz neu. Also, Ja, ich glaube, beim US-Präsidenten, da ist es ähnlich. Wenn der irgendwo fährt, dann wird auch die ganze Straße leer geräumt. genau. Warte mal, Monaco, wenn der Albert fährt, dann Aha. wird auch teilweise per Funk. Du hast ja hier auch an den Straßen stehen die Verkehrspolizisten. Okay. Und wenn der losfährt, dann wird unter Umständen, also nicht jedes Mal, aber wenn es irgendwie schneller gehen muss oder so,
Dann wird auch, da sperren die Verkehrspolizisten quasi die Kreuzungen ab, sodass der dann auch durchfahren kann. Oder wenn Betrüger. einer von den Tieren stirbt halt, das ist schade. Mhm. Und die anderen zwei treffen sich dann halt jedes Jahr. Das ist so eine, ja, zumindest mal ein halbes Happy End. Das Beste, was du aus der Situation halt machen kannst. Ja. Ja, also Insofern wirklich. ist sehr okay. Ja, ja, finde ich auch. Hast du teilweise geweint? Ja, das ist dann so, wie wenn du auf den Knopf drückst, dann kullern die Tränchen. Das geht sehr leicht. Ja, das also ein paar Mal, also so wirklich die beide, also so anschauen und so Sehnsucht anschauen und da kommen schon Tränen, ja. Also, das habe ich, also Bernd sagt erstmal beim irgendwas, das ist kitzig, sagt er, und später, 10 Minuten später, weint er auch. Ist einfach gut gemacht. Ich sag mal, das heißt halt bei skandinavischen Filmen oder sowas hättest das, glaube ich, überhaupt nicht, weil die sind ja nur nüchtern, ganz nüchtern und relativ ernst. Mhm. Und Also für mich ist so, jetzt gestern ist die Filmende gewesen. Oh, da finde ich so schade, dass Filmende war. Also echt. Ich hab mich so, der erste, für mich ist, ich habe Sehnsucht jetzt, wie die beide Sehnsucht, also ich habe jetzt Sehnsucht nach dem Film. Also, weil ich also die alle vermisse. Ich vermisse die Hauptrolle, ich vermisse die Nebenrolle und Korea, Nordkorea, ich vermisse alle. Das ist echt. Und dann die in Korea war erstmal. Wie fandest du denn die Nordkorea-Soldaten da alle in Korea gekommen? Und ja, das fand ich echt ganz gut, ja. So nach dem Motto, du stehst mit offenem Mund da, und verstehst überhaupt nicht mehr. Oh, und sowas gibt's. ja, Ja. also schon witzig und ganz schön, ja. Und eine nette Geschichte. Ja. Ja, das ist, früher hatte ich, als ich Teenager war, habe ich so dickes Buch, Roman gelesen, so klassischen Roman, zum Beispiel Jane Eyre und Gone with the Wind und solche Geschichte. Das ist ganz classic so. Ja. Als ich dieses Buch gelesen habe, genauso gestern Abend, diese Buch endet, dann habe ich auch schon mal 2, 3 Tage nur ganze Kopf von diesem Buchgeschichte im Kopf drinne, habe ich so vermisst, ja. Und gestern Abend genau Filmende und so ein Gefühl. Lange nicht gehabt. Das war für mich sehr, sehr schöne Geschichte. Da sehr viel gegessen. Viel gegessen. Ja, also Essen interessant. Also für dich interessant war das Essen? Ja, das war ziemlich interessant. Ja. Ach so, ja. Das ganz viele Beilage und ganz vieles Essen, ja. Genau. Ja, das ist unser Stil, wenn man feiert. Und ganz viele verschiedene Sachen. Und auch wenn einer Gäste kommt, dann ganz viele verschiedene Sachen. Ist auch lecker, Elke. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich irgendwann muss ich so ganze koreanisches Essen machen und euch einladen. Das wäre auch gut, ja. Das wäre aber verdammt viel Arbeit. Ne? Hast du auch noch mal Lust, irgendwie auch noch eine andere koreanische Serie anzuschauen? Irgendwann wieder? Ja, sicherlich. Ja, gut, dann werde Also ich... wenn du mir da was empfehlen kannst, dann schaue ich das sicherlich sehr gerne. Genau. Werde ich mal, diesmal, ich gucke zuerst, werde ich dir mal empfohlen. Okay. Vielen, vielen Dank, Elke. Und dann demnächst, dann mal schauen wir wahrscheinlich noch andere koreanische Serien anschauen und danach noch mal Feedback geben. Das wäre gut. Dann mache ich dann nochmal einen Kommentar. Genau. Okay. Okay. Vielen Dank, Elke. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Annyeong. Oh ja, annyeong. Annyeong.
안녕? 안녕. 안녕. 야. 안녕. 오케이, 안녕.